Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich schon total, dieses Video endlich machen zu können, denn das ist wohl, glaube ich, das meist nachgefragteste Video in den Kommentaren und es ist endlich soweit. Ich habe es geschafft, meine komplette Figurensammlung zu filmen und die ist über die Jahre wirklich sehr groß geworden, muss ich zugeben. Ich freue mich total, meine ganzen Chats auf einem Video zu haben und euch zeigen zu können, denn neben Manga ist Figurensammeln meine größte Leidenschaft. Und deswegen freue ich mich so, dieses Video endlich machen zu können. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Lehnt euch zurück, holt euch noch was zu essen, denn das wird ein bisschen länger gehen und ich würde sagen, wir starten. Ich starte jetzt erstmal mit den etwas kleineren Figuren. Die werde ich auch versuchen, ein bisschen schneller abzuhandeln, weil ich habe ziemlich viele kleine Figuren. Und dann arbeiten wir uns vor bis hin zu den Vitrinen, wo die größeren Figuren drin stehen. Aber hier haben wir jetzt erstmal die Schachfiguren, die bei Clamps Wonderworld dabei waren. Das war so ein Magazin, was von Clamp rausgebracht wurde und da gab es pro Ausgabe immer Schachfiguren und dann zum Schluss noch ein Schachbrett. Und das ist ziemlich cool, weil hier haben fast alle Charaktere aus den einzelnen Reihen von Clamp eine kleine Schachfigur bekommen und das fand ich richtig süß. Hier haben wir einmal die Protagonistin aus Wish, dann haben wir hier die Protagonistin aus Miyuki-chan im Wunderland. Im nächsten Regalbrett haben wir dann den Protagonisten aus Ergiveda und die beiden aus Tokyo Babylon. Hier geht es dann weiter mit den beiden aus X und hier ist noch Chobits aus She und die Protagonistin aus Clover, die ich übrigens richtig cool finde. Ich finde, die Figur sieht sehr nice aus. Im nächsten Regalbrett haben wir dann noch den Protagonisten aus 20 Masken und den von School Detective. Dann geht es weiter mit der Protagonistin aus Magic Knight Reverse und der von Angelic Layer. Hier haben wir dann zwei Figuren von Tomoyo und Sakura, die auch sehr süß sind. Und hier zum Schluss geht es noch weiter mit einer Q-Posket von Sakura, die ich auch sehr schön finde. Die gab es auch noch in einer anderen Farbvariation, ich glaube in einem roten Kleid. Aber rosa hat mich einfach ein bisschen mehr angesprochen. Im nächsten Regalbrett geht es dann weiter mit den Schachfiguren. Hier haben wir dann die beiden aus XXX Holic und ein schwarzes Mokona. Und dann hier noch Charaktere aus Tsubasa Reservoir Chronicle und ein weißes Mokona. Hier ganz oben auf meinem Regalbrett habe ich noch My Little Pony Figuren. Ich hoffe, das ist da oben nicht so staubig, aber ich sehe es hier gerade nicht auf der Kamera. Wird schon schief gehen. Aber auf jeden Fall haben die unbemalt und mein Mann hat die netterweise für mich angemalt und ich finde, die sind richtig gut geworden. Ich habe mich total gefreut, dass ich davon auch nochmal so Figuren in Ponyform habe, weil ich mag die echt gerne. Oben auf dem nächsten Regal haben wir auch schon meine ersten League of Legends Figuren und hier habe ich diese Star Guardian Mini-Figuren. Und ja, die musste ich unbedingt haben, weil ich diese Skin-Reihe einfach absolut liebe und ich finde die wirklich sehr putzig. Hier geht es dann auch weiter mit kleinen League of Legends Figuren. Hier habe ich dann die Yordles als Minis und einmal noch den, ja, besiegten Teemo, sage ich mal so, weil Teemo ja auch so ein Hasscharakter aus League of Legends ist und ich liebe die Yordles, deswegen durften die nicht fehlen. Ich finde es trotzdem schade, dass da keine Poppy mit bei ist. Ich meine, was soll das? Dann kommen meine Q-Post-Kits von den Sailor-Kriegerinnen in Schuluniform und ich mag die total gerne. Ich finde vor allen Dingen die Schuluniform so süß und ich finde, die sehen richtig nice zusammen aus. Dann habe ich noch Q-Post-Kits, allerdings in der Sailor-Kriegerin-Uniform von Pluto, Saturn. Daneben steht noch eine Prinzessin Serenity Q-Post-Kits und daneben dann Uranus und Neptun und daneben ist noch so ein Stab von Chibimun, ist das der, glaube ich. Und die mag ich auch richtig gerne. Ich finde es schade, dass die keine Schuluniform-Version bekommen haben, weil die hätte ich auch sehr gerne gehabt, aber ja, so finde ich das auch sehr schick. Dann habe ich hier noch ein bisschen verloren stehen, eine Q-Post-Kit von Mulan und die mag ich auch sehr gerne. Mulan ist auch mein Lieblings-Disney-Film und ich finde die auch total hübsch. Und hier ist dann auch noch die Q-Post-Kit von Alice im Wunderland und da habe ich schon von vielen von meinen Freunden gehört, dass die gruselig finden. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich finde die voll niedlich. Aber ja, die habe ich auch. Ich glaube, das war sogar die erste, die ich mir mal vorbestellt habe, weil ich die so cool fand. Weiter geht's mit Q-Post-Kits und hier habe ich noch die 4 Figuren von Ruby, den 4 Charakteren. Und die mag ich auch sehr gerne. Ich finde die Charaktere aus Ruby so cool und mag deren Style einfach unglaublich gerne. Hier mag ich aber vor allen Dingen wieder die Protagonistin Ruby Rose total gerne, aber es ist auch mein Lieblingscharakter. Hier kommen dann meine letzten 3 Q-Post-Kits und da haben wir einmal Arale aus Dr. Slump, dann Shichi von Dragon Ball und natürlich Bulma von Dragon Ball und ich mag die total gerne.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich finde sogar Shichi sieht am coolsten aus irgendwie. Aber ich mag alle 3. Und sie stehen hier sehr gut vor meinem Dragon Ball Manga. Dann habe ich noch diese beiden Figuren von Poppy aus League of Legends. Und das sind, meine ich, 3D gedruckte Figuren. Die habe ich nämlich von Etsy gekauft. Und die linke hat auch mein Mann angemalt und die andere habe ich angemalt gekauft. Aber die rechte ist schon so doll kaputt gegangen. Man sieht, glaube ich, dass das linke Horn so ein bisschen abgebrochen ist. Und die musste ich schon echt oft kleben. Ich weiß auch nicht, irgendwie kippelt die ganze Zeit rum. Deswegen steht sie hier jetzt hoffentlich mal sicher. Weiter geht's mit diesen League of Legends Figuren. Die sind auch aus dem Riot Shop, wie auch die Minifiguren. Und da habe ich auch einmal Poppy, dahinter ist Zoe, dann Tristana, dann habe ich 2 von Gnar, einmal den weißen und den orangenen. Der weiße ist auch so eine Skinform, übrigens die Tristana ist auch eine Skinform. Dann haben wir Lulu, dann haben wir Kindred und hier dann noch eine Yumi. Und ich mag diese kleinen Figuren total gerne von Riot. Ich finde die einfach irgendwie richtig putzig und die passen halt auch überall irgendwie hin. Dann haben wir auch schon die ersten Nendoroids und die haben wir einmal links die Nendoroid zu Amor aus Shukokara und ich mag sie einfach so gerne, wie badass sie guckt. Ich liebe sie einfach. Dann haben wir die von Junko aus Danganronpa und Junko ist mein Lieblingscharakter. Ich liebe sie einfach und finde sie so cool mit ihrer Pose und wie Monokuma da unten noch lacht. Ich lieb's einfach. Und dann haben wir die beiden Zwillinge aus Blue Exorcist, einmal Yukio und Rin. Und ja, die mag ich auch mega gerne. Ich habe sie eher in eine Kampfposition gestellt, aber ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse oder das irgendwann ändere. Aber erstmal gefällt es mir so. Dann haben wir die Nendoroid zu Amamiya aus Arknights. Und ja, das ist so gesehen die Protagonistin aus dem Spiel. Und ja, dieser Charakter vereint einfach alles, was ich mag. Die spielt Geige und sie ist ein halber Hase. Und Hasen sind meine Lieblingstiere. Liebe ich. Dann haben wir natürlich Kaori Miyazono aus Your Lie in April. Ich liebe sie einfach. Sie ist einfach so ein toller Charakter. Dann haben wir einen kleinen Hamtaro hier. Und ich freue mich so, weil Magnus kriegt auch eine Nendoroid. Und ich liebe einfach Hamtaro. Ich hoffe, alle Hamster kriegen eine. Ich würde mich so freuen, alles voller Hamtaro Nendoroids zu haben. Oh Gott, ich liebe es einfach. Dann haben wir hier die Nendoroids zu Ouran High School Host Club und Kaoru und Hikaru, die beiden rechts, die Zwillinge, habe ich tatsächlich noch sehr neu. Die habe ich noch nicht in einem Video gezeigt. Aber hier haben wir dann einmal Harui, Tamaki, Kiyoya und dann, wie gesagt, die beiden Zwillinge Kaoru und Hikaru. Und ja, ich liebe Ouran High School Host Club, ist mein liebster Manga und auch Anime und ja, die Nendos mussten auf jeden Fall sein. Dann haben wir hier eine Nendoroid von Hatsune Miku in einem Agumon-Kostüm. Und oh mein Gott, ich bin mit einer der größten Digimon-Fans überhaupt. Und diese Nendo musste sein. Ich habe zwar gesehen, dass auch die anderen Charaktere aus Vocaloid so ein Artwork haben. Ich meine, einer von den beiden Zwillingen war sogar in einem Gatomon-Kostüm. Ich hoffe, dass das irgendwann noch rauskommt. Ich würde mich so freuen. Dann geht es hier weiter mit Vanilla und Schokolade aus Nekopara und ja, die Nendos mag ich auch total gerne. Hier sieht man leider, ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass Schokolade oben was abgebrochen ist. Das ist mir irgendwann aufgefallen und ich weiß nicht, ob das in meinem alten Zuhause passiert ist, aber auf jeden Fall habe ich dieses Stück nie wiedergefunden. Ich wette, wenn ich es nicht gesagt hätte, wäre es nicht aufgefallen, oder? Bitte macht mir Mut in den Kommentaren. Aber ja, die beiden mag ich total gerne. Die haben auch richtig schöne Figuren. Und ja, gerade die Nendos finde ich richtig putzig. Dann haben wir dahinter noch eine Hatsune Miku, auch mit Katzenöhrchen. Und ja, die mag ich mega gerne. Vor allen Dingen mag ich hier die 2 unterschiedlichen Augenfarben. Super, super cute. Und dann ist hier noch eine Nendoroid von Diva aus Overwatch. Und ja, ich mag Diva total gerne. Ich wünschte, ich wäre gut in Overwatch, dann würde ich es spielen und dann würde ich auch Diva spielen. Aber ich bin richtig scheiße in Ego-Shooter. Deswegen mag ich einfach nur den Charakter. Die ist einfach so putzig. Dann kommen wir zu meinen Nendos aus dem League of Legends Universum. Und ich bitte euch Leute, natürlich musste ich mir die kaufen. Und ich finde sie einfach so, so cool. Ich mag auch die Qualität richtig gerne von diesen Nendoroids. Hier haben wir unten links einmal Jinx, dann oben links Ari, daneben ist Lux, darunter Kaiser, da schräg drüber mit den blauen Zöpfen ist Sona, dann da hinten rechts noch Ezreal, dann haben wir hier noch Miss Fortune und zum Schluss Ashe. Und ja, ich habe die so aufgestellt, dass die alle, glaube ich, ihre Ultis machen, außer Sona und Ari. Aber ansonsten soll es so aussehen, als ob die kämpfen gegeneinander. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich hoffe, es kommen noch mehr Nendoroids zu League of Legends raus. Ich würde mich so freuen darüber. Zum Schluss haben wir dann hier noch meine Albtraum-Nendoroids. Und zwar sind das die Charaktere aus Doremi. Hinten links ist Momoko, dann haben wir Emily, dann Doremi, Sophie und Nicole. Und ich liebe Doremi, wirklich. Und ich wollte die Nendoroids unbedingt auf dem Besen fliegen haben. Es ist so eine Hölle, die aufzubauen. Wirklich, es ist so, so schlimm.
Ich hasse es, wenn man sie bewegt, fallen sie eigentlich schon um, aber ich finde sie halt so putzig. Und vor allen Dingen haben wir hier dann noch so ein paar kleine Figuren von Hannah, dann von der Hexe, die in einen Frosch verwandelt wurde. Mein Gott, ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr. Und dann noch die andere Hexe von Momoko. Und hinten ist noch dieser Typ, dessen Namen ich auch gerade nicht mehr weiß, der sich auch in so einem komischen Typen verwandeln kann. Naja, auf jeden Fall mag ich die Nandos voll gern. Ich liebe Doremi, aber die aufzubauen, Hölle. Dann geht's auch schon los mit den Price-Figuren und da habe ich die meisten von Hatsune Miku, bin ich der Meinung. Aber Hatsune Miku hat auch einfach wunderschöne Figuren und ich weiß nicht genau, wie die Versionen jetzt zu 100% heißen, aber ich werde es auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Und ja, diese Price-Figur hat so Herbstlaub auf dem Rock und sieht halt sehr herbstlich aus. Ich mochte das richtig, richtig gerne. Ich finde auch die Qualität wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ja, Price-Figuren liegen so preislich, ich sag mal, zwischen ja, 30 und 50 Euro ungefähr, meistens aber unter 50 Euro. Und dafür finde ich die wirklich sehr, sehr, sehr schön. Weiter geht's, wie soll es anders sein, mit einer Miku. Und die ist so Alice im Wunderland inspiriert. Und ich, Dummkopf, habe gedacht, sie gehört zur Miku Wonderland Collection, wo Mikus unterschiedliche, ja, ich sag mal, Märchenfiguren verkörpern. Ja, die gehört nicht dazu, die ist deutlich größer als die anderen, aber egal, sie ist so schön, finde ich. Ich finde die auch richtig, richtig toll gemacht und auch von der Qualität her super. Deswegen steht sie hier so ein bisschen abseits, aber ich mag sie total gerne und finde sie super schön. Weiter geht's dann mit dieser Miku-Figur und ich liebe einfach ihr Outfit total. Ich finde das so unfassbar schön. Auch dieser kleine, ich glaube, das ist ein Herzballon, der sieht einfach richtig toll aus. Ich mag auch ihre Haare. Ich finde die Figur einfach so süß und ja, ist auch für mich immer ein Blickfang. Dann haben wir hier noch zwei sitzende Miku. Ich glaube, die linke heißt irgendwas mit Sailor. Aber wie gesagt, ich werde das alles unten verlinken. Ich kann mir die Namen so schlecht merken von diesen Figuren. Aber die finde ich richtig, richtig schön. Die gab es, glaube ich, auch in noch einer anderen Farbvariante. Aber da lila meine Lieblingsfarbe ist, muss es auf jeden Fall lila sein. Und dann habe ich noch diese hier. Und die sieht so ein bisschen aus wie eine Ballerina. Und das fand ich besonders schön. Und ja, ich finde, die können hier richtig, richtig toll sitzen. Und dann hier oben haben wir dann die Price-Figuren zu der Miku Wonderland-Serie. Und ja, die finde ich auch so toll und so schön. Da haben wir dann links Rapunzel, dann geht es weiter mit Dornröschen, dann Cinderella, hier ist Schneewittchen, Däumelinchen, der gestiefelte Kater und Rotkäppchen. Ich glaube, es werden keine mehr dazu rauskommen, aber ich würde mich natürlich freuen. Ich habe jetzt nur lange keine Vorankündigung mehr gesehen und deswegen gehe ich davon aus, da wird nichts mehr kommen. Leider. Dann hätte ich fast vergessen, meine sitzende Ruby Rose Figur. Und die sitzt auf meinem PC und das war ja ihre vorherbestimmte Aufgabe. Von Anfang an wollte ich sie dafür nutzen und ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich finde die Qualität auch super gut und ich finde, sie macht sich super gut auf meinem PC. Ich würde sagen, wir starten dann mit den Vitrinen und da haben wir auch einiges vor uns. Egal, wir starten hier erstmal mit den Papa Parade Figuren von den Charakteren aus Fire Emblem. Und Papa Parade Figuren sind ein bisschen qualitativ weniger hochwertig, mein Gott, was ein langer Satz, als die Price Figuren. Deswegen sind die auch vergleichsweise ein bisschen günstiger. Ich glaube, die kosten ein bisschen über 30 Euro. Ja, hier macht den Anfang dann erstmal Dimitri. Dann haben wir hier die mit den lila Haaren Bernadetta. Da hinten ist Edelgard. Daneben ist Cloud. Dann hier unten Felix. Und Listea und ja, ich mag die total gerne. Also ich glaube, ich habe das in so vielen Videos schon gesagt, dass ich vor allen Dingen ja Fire Emblem Three Houses total liebe. Und ich habe gesehen, es werden noch mehr Papa Parade Figuren zu den anderen Charakteren rauskommen und oh mein Gott, ich freue mich so sehr drauf. Deswegen, ich freue mich einfach, dass diese Charaktere Figuren bekommen und damit auch so viel Liebe und ich werde mir auf jeden Fall jede einzelne Figur aus dieser Reihe wahrscheinlich kaufen, weil ich die einfach so toll finde. Hier drunter haben wir dann meine Figuren aus Love Live und das sind die Figuren von Alter. Das ist auch so eine Serie, ich glaube, die heißt School Idol Festival und oh mein Gott, diese Figuren sind so unfassbar schön. Ich liebe Love Live. Hier haben wir hinten links dann die von Nico. Die ist so ein bisschen weihnachtlich. Finde ich total schick und mag ich richtig, richtig gerne. Dann hinten rechts ist die von Eri. Und ist mein Lieblingscharakter aus Love Live. Und ich finde die Figur einfach so unfassbar schön. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, glitzert auch das Top einfach. Einfach so qualitativ toll gemacht. Hier kann ich nochmal Nico ein bisschen näher zeigen.
Mega schön. Hier vorne haben wir dann Maki, die ist so ein bisschen Halloween angehaucht. Oder nein, die ist nicht nur angehaucht, die ist voll Halloween, aber es sieht richtig, richtig cool aus. Die mag ich voll gerne. Oh, ich finde die aber auch wirklich alle schön. Dann haben wir hier die von Honoka und die mag ich auch gerne. Sie ist so süß, wie sie da hochspringt und das sieht auch einfach so schön aus. Hier sind so viele Details dran. Da rechts sieht man noch so ein bisschen die, ich sag mal, Früchteanhänger. Ist voll süß. Und rechts ist dann noch Nozomi und oh mein Gott, sieht die nicht einfach unfassbar schön aus. Ich liebe ihr Outfit einfach. So toll. Also diese Figuren sind sowas von ihr Geld wert. Ich finde die so unfassbar schön und ich glaube, gebraucht kriegt man die auch echt günstig. Ich liebe die einfach und ich möchte eigentlich auch voll gerne die anderen noch haben, aber so viel Platz ist halt in dieser Vitrine nicht mehr, deswegen müssen die erstmal reichen. Weiter geht's mit meinen ersten Figuren aus Digimon und die sind alle von Mega House. Und hier macht den Anfang natürlich Tai und Greymon und das ist so eine große Figur, oh mein Gott. Ich finde, Greymon ist einfach richtig, richtig schön bemalt. Ich liebe ihn. Dann haben wir hinten TK und Angemon und finde ich auch total schön. Ich hätte so gerne noch Kari und Angewomon, aber diese Figur ist so vergriffen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwann finden werde. Dann haben wir hier noch Wizardmon und Gatomon und oh mein Gott, ich finde die so süß. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Figur. Ich weiß nicht, ob jemand, der die von euch vielleicht auch hat, auch Probleme hatte, die aufzustellen, weil der so gesehen immer rausgeploppt ist aus der Vorrichtung. Da musste ich ein bisschen was wegschneiden, damit das endlich hält. Aber ja, es geht. Dann haben wir hier zum Schluss noch, oh mein Gott, ich liebe sie so sehr, Mimi und Lilymon und die habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen und die ist auch so schwer mittlerweile zu bekommen. Leider, ich finde die so toll, so schön. Ich liebe Lilymon und Mimi mag ich auch total gerne. Was ich ein bisschen schade finde, dass nicht jeder Charakter eine Figur mit der Champion-Evolution bekommen hat. Zum Beispiel Sora nicht. Ich meine, wie geil wäre eine Sora- und Birdramon-Figur, aber okay, dann gebe ich mich erstmal damit zufrieden. Und ich habe ja noch lange nicht alle, mir fehlen ja auch Mad und Garurumon und die sind einfach super schwer zu bekommen, diese Figuren, aber ich liebe sie einfach, sind so schön. Weiter geht's mit diesem Vitrin-Regalbrett und da haben wir erstmal hinten links Suiginto aus Rose Maiden und oh mein Gott, diese Figur ist einfach so unfassbar schön. Ich liebe einfach ihren Gothic-Look und dieses Dunkle, ich mag das total gerne. Rechts ist dann Canaria und auch hier muss man ein bisschen zur Seite gehen. Mag ich vor allen Dingen die Farben total gerne. Auch die kleine Geige finde ich richtig, richtig schön. Also diese beiden Figuren sind von Flair und ich finde diese Manufaktur macht wirklich super tolle Figuren. Dann haben wir hier noch die beiden Figuren von Emeliko und Kate aus Shadows House. Und ich liebe die einfach total. Ich habe sie jetzt erstmal doch wieder so hingestellt, aber ich bin manchmal am Überlegen, ob ich sie so hinstelle, weil es dann so aussieht, als ob die sich halt angucken, was sie auch tun. Aber ich wollte sagen, in den Spiegel gucken, weil ja so gesehen Emeliko das Gesicht von Kate ist. Aber ja, ich finde sie halt von vorne dann auch immer schöner. Und die beiden Figuren finde ich auch richtig, richtig schön. Und bin froh, dass es wenigstens eine Figur von Kate gibt, die man kaufen kann. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es mehr Figuren aus dieser Serie geben würde. Aber naja, man kann halt nicht alles haben und ich bin ja schon sehr glücklich, dass ich diese beiden Figuren habe. So, ich muss zugeben, dass mir dieses Regalbrett noch nicht so ganz so gut gefällt, aber ich weiß auch noch nicht, wie ich das alles denn irgendwann schlussendlich mal hinstellen soll. Es sind ja noch weitere Fire Emblem-Figuren in Vorbestellung von Dimitri und Edelgard und die werden dann sicherlich bei Byleth stehen im Regalbrett. Aber dann fangen wir auch gleich erstmal an mit rechts. Byleth, das ist ja der Hauptcharakter aus Fire Emblem Three Houses, beziehungsweise der weibliche Hauptcharakter. Man kann sich ja entscheiden, ob man männlich oder weiblich sein möchte und das wäre dann die weibliche Version und die ist einfach so cool. Die sieht so schön aus. Ich liebe die. Und hinten links haben wir dann Amamiya aus Arknights und die finde ich auch sehr, sehr, sehr cool, die Figur. Also Arknights-Figuren, da könnte ich mir echt viele von kaufen, weil ich liebe einfach dieses Charakterdesign. Aber bei Arknights ist so ein bisschen das Problem, dass man die Bindung zu den Charakteren nicht so aufbauen kann, weil Arknights ist ja so ein Gacha-Spiel und da hat man halt gefühlt nicht jeden Charakter gezogen, der eine Figur bekommt, deswegen, naja. Aber die finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Weiter geht's mit League of Legends Figuren und die haben wir als erstes diesen unglaublich coolen Six. Oh mein Gott, wie krass sieht der bitte aus? Ich liebe ihn nach wie vor. Diese Details sind so geil in dieser Figur. Und das Beste ist, dass der, meine ich, gar nicht so teuer war. Also heutzutage sind ja Figuren sowieso unfassbar teuer. Und den habe ich ja jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, er hat damals im Riot Merch Shop 150 € gekostet. Und ich finde,
Das ist echt ein guter Preis für so eine Figur. Dann haben wir hier rechts noch eine Figur von Miss Fortune und davor eine Figur von Jin. Und ich mag die Figuren da total gerne. Die sind auch wirklich sehr schön gearbeitet und auch relativ groß für das, was sie kosten. Ich überlege gerade, was die ungefähr kosten. Ich meine so ab 60 Euro, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß die heutigen Preise nicht mehr so richtig, weil ich habe jetzt schon lange keine Figur mehr aus dem Merch-Shop gekauft. Aber ich mag die total gerne und ja, hoffe, dass irgendwann vielleicht nochmal mehrere Figuren einziehen werden. Dann geht es hier weiter mit Digimon und hinten, das ist meine erste Figur, die ich jemals vorbestellt habe in meinem Leben. Und das sind Leomon und Jen aus Digimon Tamers. Und oh Gott, diese Figur ist so cool. Ich liebe sie immer noch total und was für ein trauriges Schicksal diese beiden haben. Aber ich liebe die beiden und ich liebe Digimon Tamers, deswegen musste ich die unbedingt vorbestellen. Ich fand die so cool auf den ersten Blick und habe gedacht, egal, ich muss die haben. Und dann haben wir hier Rika und Reynamon, auch aus Digimon Tamers. Finde ich auch sehr, sehr cool. Würde mich auch freuen, wenn sie auch Henry und Terriermon rausbringen würden. Aber irgendwie haben sie nur diese 3 rausgebracht. Denn hier haben wir jetzt noch Takato und Gilmon. Finde ich auch super sweet, die beiden. Ich glaube sogar Takato hat ein auswechselbares Gesicht. Aber ja, warum kein Henry und Terriermon? Fragen wir uns alle. Naja, weiter geht's mit diesem Regalbrett. Und ja, fangen wir doch hinten rechts an mit der Figur, mit der irgendwie alles angefangen hat. Und das ist ja, eine Figur, die heißt Beethoven. Die ist aus irgendeinem Computerspiel. Ich meine sogar ein Ichi-Spiel, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die habe ich mal auf einer Convention gekauft. Ich glaube, es war sogar die Dokumi. Und ich wollte sie erst nicht kaufen, weil ich habe gedacht, boah, das ist richtig viel Geld. Ich glaube, die hat... ich weiß es gar nicht mehr, 79 Euro gekostet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher und habe gedacht, boah, kann doch nicht so teuer sein. Und habe mich dann irgendwann breitschlagen lassen, die doch zu kaufen. Beziehungsweise ich wollte sie halt auch haben. Und meine Freunde haben auch gesagt, du kannst doch nicht auf eine Convention gehen, ohne dir irgendetwas zu kaufen. Habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir diese Figur. Und seitdem... Ich sage euch ganz ehrlich, geht's bergab. Ich will immer nur mehr Figuren haben. Aber die ist auch einfach super, super schön. Ich mag die total gerne. Wie gesagt, ich kenne das Franchise nicht, aber ich liebe einfach, wie sie aussieht. Ich meine, dieses Kleid mit den Pianotasten, dann die Geige. Diese Figur ist einfach perfekt. Ich finde sie so schön. Dann haben wir hier noch eine tatsächlich Miko-Price-Figur, die hier noch drin steht. Und die fand ich einfach thematisch, passt die ganz gut in dieses Regal. Die musste ich auch tatsächlich schon mal kleben, weil irgendwie es geschafft hat, mein Staubsauger, ich habe ja so einen Roboter-Staubsauger, und der hat es geschafft, die vom Regal zu kicken und drüber zu saugen. Arme Miko, aber sie sieht trotzdem noch ganz schick aus. Dann haben wir hier hinten die Coco aus Atelier of Witchhead. Ja, die ist einfach super schön, die Figur. Ich finde sie total toll. Und die wurde tatsächlich wieder neu aufgelegt, also ihr könnt die auch tatsächlich wieder vorbestellen, was sehr cool ist. Dann haben wir hier vorne auch eine Kaori Miyazono-Figur. Die wurde auch neu aufgelegt, also die kann man auch wieder vorbestellen. Also ich sage das jetzt gerade, ich weiß nicht, ob mittlerweile alle Vorbestellungen schon weg sind, aber sie wurde auf jeden Fall neu aufgelegt. Die mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Und rechts haben wir dann noch eine Kaori-Figur und die mag ich auch super, super gerne. Die hat auch ein austauschbares Gesicht, aber ich finde das halt am schönsten. Und ich glaube, ich mag die sogar ein bisschen lieber als die linke Kaori, einfach weil die Farben ein bisschen cooler aussehen. Aber ja, ich liebe Kaori Miyazono und muss mich tatsächlich stoppen, dass ich nicht jede Figur von ihr kaufe, weil ich die einfach so cool finde. Dann kommen wir zu meinen ersten Danganronpa Scale-Figuren und oh, ich finde die so unfassbar cool, alle 3. Hinten links haben wir dann die Kyoko. Das sind, meine ich, alles 3 Figuren von Fat Company, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, ich muss sagen, die Kyoko so von der Qualität her ist eher so ein bisschen mäh. Man muss wirklich aufpassen auf die Haare, weil die relativ schnell abbrechen können. Mir ist es noch nicht passiert, aber ich habe von einigen gehört, die damit echt Probleme hatten. Dann haben wir hier vorne Kaede und ja, die sieht auch so toll aus mit den Notenblättern, die überall rumfliegen und das Piano oder so ein Teil vom Piano als Bass, voll cool und monochroma in einem Wrack, sehr, sehr nice. Dann haben wir hier hinten noch Chiaki und die hat so ein Gaming-Setup bekommen, was total cool ist. Passt ja auch zum Charakter und auch die Bass ist so ein monochroma Gesicht, richtig, richtig cool. Und hinten hat sie auch eine, ich glaube sie heißt Monomi, ne?
die da hinten so rumfliegt. Also ich finde die auch sehr, 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 sehr cool, die Figur. Also die sehen so nice aus. Hier haben wir meine Holy Grail Figur. Es ist wirklich so. Das ist auch die teuerste Figur aus meiner Sammlung. Aber ich musste sie haben. Oh mein Gott, ich liebe, 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 liebe sie. Das ist Kindred, auch aus League of Legends. Und das ist tatsächlich mein Main in League of Legends. Und deswegen musste ich die Figur haben. Das ist auch mein Lieblingsskin, also da passt einfach alles bei dieser Figur. Und die hat tatsächlich auch einen austauschbaren Kopf ohne Maske. Aber ich finde, zu Kindred gehört eine Maske. Deswegen habe ich sie jetzt so aufgestellt. Und ich liebe einfach diese Details von der Figur. Oh mein Gott, der Wolf sieht so cool aus. Also ich könnte immer schwärmen von dieser Figur. Ich finde, die sieht einfach unfassbar toll aus. Die ist auch direkt vom Riot Merch Shop bestellt und hat sehr lange auf sich warten lassen. Aber ich liebe es, sie anzugucken. Ich liebe diese Figur. Sie war für mich wirklich das Geld wert und ich würde es immer wieder so machen. Weiter geht's mit diesem Regalbrett hier. Und da muss ich zugeben, es ist wirklich so ein bisschen wild durchmischt. Ja, das werde ich bestimmt irgendwann nochmal ändern, aber erstmal geht das so. Hier haben wir hinten links einmal die beiden Charaktere aus Puella Magi Madoka Magica. Einmal links Sayaka und rechts Kyoko in der Kimono-Version. Die beiden halten Händchen. Oh mein Gott, ich shippe diese beiden total. Ich liebe die. Ich fand die so toll im Anime und auch im Film. Und ja, finde diese Kimono-Figuren einfach so schön. Da gibt es ja auch von den ganzen Charakteren Kimono-Figuren. Ich hätte gerne alle, aber das sind meine beiden Lieblingscharaktere und die reichen auch erstmal. Dann haben wir hier eine Price-Figur, wie soll es anders sein, wieder von Miku. Und zwar ist das so eine, ja, ich glaube Matcha-Tee-Version. Ich habe sie in der rosa Version genommen. Es gibt halt auch eine in grün, die besser zu dem Matcha-Thema tatsächlich passt, muss ich zugeben. Aber irgendwie hatte mich die rosane Version mehr abgeholt. Und ich finde die auch unfassbar schön für eine Price-Figur. Die hat auch so einen Teller als Base, also die ist sehr, sehr schön. Dann wird sich ja hier immer im Vordergrund gedrängelt von meiner Pennywise-Figur von Kotobukiya und oh mein Gott, die ist so cool. Ich hätte gerne noch andere von diesen Bishoujo-Horrorfiguren, aber die sind halt auch nicht so günstig. Die wurden tatsächlich auch alle oder fast alle oder werden noch alle wieder neu aufgelegt von den Horror-Girls, sag ich mal. Und ich überlege, ob ich sie mir vorbestelle. Aber Pennywise finde ich schon mal richtig cool. Dann haben wir hier hinten rechts noch zwei Figuren von Nozomi und Eri aus Love Live. Und zwar diesmal in so einem süßen Halloween-Kostüm. Und die finde ich auch unfassbar schön. Die sind auch von einer etwas unbekannteren Manufaktur, meine ich. Wie gesagt, verlinke ich alles unten. Und ich finde die so schön. Ich finde, die sehen so cool aus. Ich bin so froh, ich hatte erst die Eri und hatte die Nozomi dann nur schwer bekommen. Tatsächlich habe ich sie zu Weihnachten bekommen von meinem Mann und ich finde die so toll, ich finde die so schön. Dann kommen wir hier zu, ja, ich sag mal, meinem kleinen Märchenregalbrett. Ich bin noch nicht komplett zufrieden damit, muss ich zugeben. Es ist mir alles ein bisschen zu eng hier, aber ich überlege sowieso noch eine weitere Vitrine zu kaufen, die ein bisschen größer ist und dann kann ich das ja noch ein bisschen umstellen. Aber auf jeden Fall haben wir hier erstmal meine Mushroom Girls. Und oh mein Gott, ich liebe die so. Da kommen noch mehrere von dieser Serie raus. Und ja, das sind immer so kleine Mädchen, die so einen Regenschirm haben, der einen Pilz symbolisiert. Und das ist so kreativ gemacht und so schön. Hier haben wir dann noch die hier, die mit einem Fliegenpilz kommt. Oh, ich finde die so süß. Ich liebe die. Dann haben wir hier noch ja, eine meiner neuesten Figuren. Und zwar ist das dann Sleeping Beauty von Mythos, von der Fairy Tail Another Serie. Und oh, die ist auch so schön. Ich komme da gar nicht so richtig rein, muss ich zugeben. So. Aber dieses Kleid, es ist so schön, so samtig. Und auch die Hasen da hinten im Hintergrund und das Eichhörnchen. Das ist so eine wunderschöne Figur. Und ich finde sie so toll mit dem Pilzmädchen, aber irgendwie stimmt das noch nicht so zu 100%, muss ich zugeben. Aber ich liebe diese Figuren. So schön. So, dann kommen wir zu meiner letzten Vitrine. Und die ist so ein bisschen breiter, was ich persönlich sehr gerne mag, weil dann halt mehrere Figuren thematisch nebeneinander passen. Und ja, irgendwie braucht das mein innerer Monk, dass die Figuren, die zusammengehören, auch zusammenstehen. Versteht man das? Aber auf jeden Fall haben wir hier, oh mein Gott, diese wunderschönen Star Guardian-Figuren von League of Legends. Einmal von Jinx in ja, ihrem Star Guardian-Skin. Und boah, die ist so schön. Gott, diese Figuren sind so schön. Ich kann immer davon schwärmen.
Oh mein Gott. Dann haben wir hier die von Ari, die auch super groß und schön ist. Ich finde einfach auch, die Kostüme sind so gut von diesen Figuren. Richtig, richtig schön. Und dann haben wir hier noch die von Zoe und ja, die sieht auch einfach nur cool aus. Oh mein Gott, ich liebe die. Ich liebe es einfach auch, dass so viel los ist bei diesen Figuren. Also sie sind so richtig dynamisch und ja, zusammen sehen die sowieso richtig cool aus. Also ich würde mich so unfassbar freuen, wenn noch mehr Star Guardian-Figuren rauskommen würden. Bitte von Poppy und Lulu. Ich will die unbedingt noch haben und sehen irgendwann. Ja, ich würde sie mir auf jeden Fall kaufen. Safe. Ach, dann kommen wir zu meiner liebsten Figurenreihe. Und zwar ist das die von Kotobuk hier. Und zwar die Bishoujo My Little Pony Figurenreihe. Und das sind die My Little Ponies als wunderschöne Frauen dargestellt. Und ich finde die so unfassbar toll. Hier haben wir als erstes Applejack und ich finde, ihr Outfit passt so perfekt zu ihr. Es ist so toll. Auch, dass unten immer noch mal das Pony sitzt, finde ich richtig schön. Hinten links haben wir dann so, ich sag mal, ein Special Release von Miko, die dann zusammen mit den Ponys ich kann das Wort nicht aussprechen, zusammenarbeitet, ich kann das auf Englisch nicht sagen, mit einem Hatsune Miku Pony, was jetzt gerade nicht fokussiert, doch jetzt. Auch sehr süß. Dann haben wir hier vorne Rarity, die einfach super stunning ist. Ich finde, die sieht so gut aus. Hinten haben wir dann meinen Liebling, und zwar ist das Prinzessin Luna. Und oh mein Gott, die ist so schön. Die hat auch glitzernde Haare und hier ist dann auch noch das Pony dazu. Richtig, richtig toll. Dann haben wir Twilight Sparkle, die auch sehr schön ist. Ich muss aber sagen, so gegen die anderen Figuren ist sie denn doch am schwächsten, aber nichtsdestotrotz finde ich sie sehr, sehr schön. Dann hinten Prinzessin Celestia, auch super cool, sieht richtig schön aus. Das Kleid ist auch super toll. Die Haare sind schön. Dann natürlich auch das Pony wieder. Oh Gott, ich liebe die Figur. Dann haben wir hier Pinkie Pie, auch sehr cool, passt total zu dem Charakter. Auch das Outfit finde ich richtig, richtig schön. Perfekte Figur, mag ich sehr gerne. Auch wie Pinkie Pie da unten lacht, liebe ich einfach. Dann haben wir hier Fluttershy. Ich muss zugeben, als ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Mittlerweile finde ich sie richtig, richtig schön. Aber am Anfang fand ich die anderen Ponys alle ein bisschen schöner. Deswegen war ich ein bisschen traurig, weil Fluttershy mein Lieblingspony ist. Mittlerweile sehe ich die Vorzüge in der Figur und finde sie einfach so unfassbar süß, wie die Haare da abstehen. So süß. Hier haben wir dann auch das Pony dazu. Hinten ist dann Sunset Shimmer. Ich kenne den Charakter tatsächlich gar nicht so gut. Ich glaube, das gehört zu der Serie, wo die Ponys Menschen sind. Und das habe ich nicht geguckt. Aber trotzdem musste ich die haben, weil ich die auch so cool finde. Ich finde, die sieht so nice aus. Und dann als letztes haben wir noch Rainbow Dash. Und ey, die sieht doch auch sowas von cool aus. Mit ihren Schuhen, die Flügel dran haben. Und ich finde das so toll, wie die sich auch bei den Outfits so an den Charakter von den Ponys gerichtet haben. Liebe ich einfach. Und es kommen tatsächlich neue Figuren von der Reihe raus. So toll, ich freue mich so drauf. Kommen wir zum letzten Regalbrett für dieses Video und das ist zum Schluss nochmal Danganronpa themed. Und die haben wir als erstes die beiden Nendoroids zu Monokuma und Monomi, die ich auch richtig toll finde. Ich liebe ja vor allem Monokuma, weil ich ihn einfach so cool finde. Und hier drückt er gerade den Knopf und diejenigen, die den Anime, das Spiel oder den Manga kennen, wissen, was dann passiert. Dann haben wir Monomi passend zum Charakter am Heulen. Hinten haben wir dann diese super coole Celestia von Mythos und die habe ich tatsächlich auch von meinem Mann geschenkt bekommen. Die habe ich aber auch schon sehr, sehr lange, weil ich habe jetzt vor kurzem erst mitbekommen, dass die unfassbar vergriffen ist mittlerweile, was ich sehr, sehr schade finde, weil die ist halt wirklich super, super cool und ich meine, die war auch gar nicht so teuer, als die rausgekommen ist von Mythos, aber ja, wie es halt so ist, immer wenn zu wenig Auflagen gemacht werden, dann wird es teuer zum Schluss, aber ich würde auf jeden Fall jetzt nicht so viel Geld bezahlen, also die ist schon schön, aber so qualitativ auf jeden Fall keine 500 € wert, jetzt mal bei aller Liebe, aber sie ist toll. Ich bete für ein New Release und hoffe, dass sie dann noch mehr Leute haben können. Aber sie ist wirklich sehr, sehr cool. Also ich würde sie auch empfehlen zu kaufen. Aber wie gesagt, nicht für das Geld. So, zum Schluss kommen wir zu weiteren Holy Grails von mir, die ich einfach total liebe. Und zwar sind das die Bunny Girls aus Danganronpa von Freeing. Und die sind in einem Maßstab 1:4. Also deutlich größer als halt andere Figuren. Und also gerade
Meine Kyoko war sehr, 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 sehr schwer zu finden, weil ich habe natürlich erst spät angefangen, die haben zu wollen. Und Kyoko ist dann natürlich auch sehr vergriffen gewesen. Aber ich hatte so ein Glück, dass ich jemanden aus Deutschland finden konnte, der mir die verkauft hat und auch zu einem super guten Preis. Und deswegen habe ich das jetzt vollständig. Ich finde sie auch so cool. Vor allen Dingen liebe ich es einfach, wie die Schuhe oder generell die Outfits auch zum Charakter passen und das finde ich einfach so toll. Hier hinten haben wir dann Kaede. Oh, die finde ich auch so schön. Ich liebe auch ihre Pose. Ich liebe ihren Bunny-Suit und ja, vor allen Dingen liebe ich ja diese Fischnetz-Strumpfhosen. Finde ich total schick. Dann haben wir hier Chiaki mit ja, so ihrer Plüschmütze. Ich finde, das sieht so einzigartig aus, weil viele Bunny-Figuren sehen halt gleich aus, aber die von Danganronpa haben immer so ein bisschen noch Individualität drin und das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Die gibt es auch in einer anderen Farbvariation, die Chiaki in schwarz noch. Die wurde re-released vor kurzem. Ich persönlich mag die weiße lieber, aber freue mich, dass es wenigstens endlich mal ein Re-Release von so einer Figur gibt. Und ja, meine Lieblings-Bunny-Figur ist natürlich die von Junko. Ich finde, die sieht so cool aus. Die hat auch so ein bisschen breitere, weitere Fischnetzstrumpfhose, was finde ich viel rockiger bei ihr aussieht. Auch, dass das Bunny-Suit weiß und schwarz ist und auch die Ohren tatsächlich. Finde ich so cool. Das sind so kleine Sachen, die die Figur so besonders machen. Liebe ich total. Und das Allergeilste ist, dass 2 weitere für 2025 angekündigt wurden und eine davon ist Celestia. Oh, ich freue mich total. Ja, ich liebe die einfach total. So, das war meine komplette Figurensammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir ist bewusst, dass das ziemlich viele Figuren sind und dass es natürlich zudem auch ein sehr kostspieliges Hobby ist. Vergesst nicht, das ist alles über die Jahre entstanden. Ich mache das, ich weiß gar nicht, ich vergesse auch immer, wie alt ich mittlerweile bin. Ich habe jetzt nachgerechnet und die Sammlung entstand in einem Zeitraum von 10 Jahren. Also macht euch das auch bewusst, dass ich natürlich jetzt nicht so viele Figuren in einem Jahr kaufen kann. Ich glaube, das kann kaum jemand, es sei denn, man würde im Lotto gewinnen. Würde ich doch nur im Lotto gewinnen? Hi Muki. Auf jeden Fall kommen für 2025 noch weitere coole Figuren, die ich vorbestellt habe und ich freue mich, sie euch in weiteren Videos dann zeigen zu können. Aber umso mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!